Ich heiße Romy Stössel und bin Tierheilpraktikerin. Wellness for Animals ist der Überbegriff von etwas, wo man sagen kann, einfach für das Wohlsein des Tiers. Also so ein bisschen, ob es jetzt Therapie ist, ob es ein Wohlfühlen ist wie eine Hundemassage oder einfach eben Gesundheit fördern oder erhalten. Also ich habe der Kira den Zahnstein hier oben entfernt. Ich musste schauen, ob sie da oben eine Zahntasche noch hat beim Zahnfleisch oben rein. Weil sie hat da ziemlich, ziemlich starke Verfärbung gehabt darunter, auch noch mit schwarzen Stellen. Und da muss man immer zuerst schauen, ob der Zahn kaputt ist drunter oder ob er noch gesund ist. Und jetzt habe ich mit Ultraschall ein paar Minuten das beschallt. Das macht auch kein Geräusch, weil die Hunde haben das nicht gern, aber der Hund merkt den Ultraschall, weil es tut in die Tiefe runter, tut den Zahnstein sprengen, also eigentlich wie aufsplitten. Und die Verbindung zwischen Zahnbestand und Ultraschall gibt dann wie eine Art eine Explosion im Zahnstein rein und dann kann ich das ganz sanft von ihrem Zahn entfernen. Und ja, das Gute daran am Ultraschall-Zahnsteinentfernung ist, dass ich den Hund nicht in Narkose legen muss. Und so kann sie nach ein paar Minuten wieder davon springen. Gut gemacht. Gut gemacht. Zu uns kommt man leider immer erst, wenn es 11:55 ist. Erst ziemlich schlecht um das Tier steht und mir eigentlich noch wie der letzte Strohhalm ist, wo man dann angreift. Ich finde es eigentlich noch schade, weil ich finde, in der heutigen Zeit, wo alle Sachen so weit fortgeschritten sind, sollte man auch merken, dass Alternativmedizin und Schulmedizin besser Hand in Hand arbeiten, weil man viel bessere Ergebnisse erzielen. Ich denke, ein Tierbesitzer investiert sehr viel Geld in ein Tier, wenn es vielleicht wie eine Art Kinderersatz ist für die Menschen, die das Tier haben. Es gibt aber auch vielfach Situationen, wo ich es erlebe, wo zum Beispiel ein Hund in einer Familie ist, wo halt einfach wirklich auch ein Familienmitglied ist, also offiziell. Nicht einfach nur ein Hund, sondern er gehört in die Familie hinein. Und so ist das eigentlich wie selbstverständlich, dass man für das Tier eigentlich auch das Bestmögliche macht und angedeihen lässt, wie für ein Kind auch. Aber ich bin immer der Meinung, man sollte den Hund nicht gleichstellen wie ein Kind, also in dem Sinn, weil eben, es ist doch auch noch ein Tier und es gibt einfach gewisse Bedürfnisse, die nicht gleich sind wie beim Menschen. Und, ja, aber es ist noch schwierig, das ist eine Gratwanderung, da sind die Ansichten sehr verschieden. Ja. Muss man vorsichtig sein. Hallo, Sabrina. Hallo. Wo ist der Hund? Bobby, komm rein, komm. Ja, zack. Oi, spannend. Oi, spannend. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, es schmeckt nach... Wollen wir mal schauen? Es schmeckt nach Hund und Büsi. Ich habe beim Jahr eine Bioresonanzbehandlung gemacht. Das Ziel ist, dass wir Blockaden im Körper ausfindig machen können, die später zu einer Krankheit werden. Das wollen wir verhindern, weil man kennt das, wenn man zum Tierarzt geht, dann geht man wegen einer Krankheit. Und die erkennt man immer erst, wenn es bös gesagt schon zu spät ist. Und wir analysieren im Hochfrequenzenbereich und finden die Belastung dann genug früh heraus, damit die Krankheit gar nicht erst entstehen kann. Von Winterthur weggezogen bin ich, weil es mir da nicht mehr so gefallen hat. Es ist so ein bisschen oberflächlich geworden. Die Leute kennen sich auch gar nicht mehr. Die Nachbarschaft wird auch nicht mehr so gepflegt. Und da war es naheliegend gewesen, dass wir nach einem Jobangebot von meinem Partner hier in Obersachsen gesagt haben, so, und jetzt wagen wir einen Neustart. Hier in Obersachsen geht Wellness for Animals weiter. Wir waren hier oben schon ein paar Mal in der Ferien und haben ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und ich habe doch den einen oder anderen Patienten, den ich schon behandeln durfte. Unter anderem wäre zum Beispiel auch Beluschi, das Büsi von der Esther, wo wir mit Bioresonanz behandeln konnten. Weil bei der Beluschi haben wir das Problem gehabt,
dass sie so ein bisschen gestresst war, unzufrieden war, nervös war und wir haben nicht recht gewusst, warum. Wir haben dann zuerst bei ihr mit einer Bachblütenmischung versucht, sie ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, in der Psyche oder auch sonst im Wesen ein bisschen ruhiger zu kriegen. Wir haben dann aber schnell gemerkt, weil sie Durchfall gemacht hat, wir müssen noch eine andere Therapieform wählen und da sind wir mit der Bioresonanz gut bedient, weil auch wenn schon etwas besteht, wie zum Beispiel ein akuter Durchfall, kann man da gut mit Bioresonanz behandeln. In Zukunft wünsche ich mir, dass Tierarzt und Tierheilpraktiker mehr Hand in Hand arbeiten können, weil man kann viel mehr für das Wohl des Tiers herausholen oder auch mehr helfen. Und schön wäre natürlich, wenn die Menschen auch wieder ein bisschen mehr zum Ursprung zurückkommen und ein bisschen mehr würden auf ihr Innere hören, dass auch die Selbstheilungskräfte wieder ein bisschen mehr aktiviert werden.